Mit dem riesen Messer. So, knusprig. Hallo, erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und wir machen heute einen leckeren Schweinekrustenbraten nach meines Vaters Rezept. Ja, im Gegensatz zu mir ist mein Vater voll der Profi. Und der sagt, zu einem guten Schweinekrustenbraten braucht es nur Salz. Weil der Schweinekrustenbraten, der hat seinen eigenen Geschmack. Der reicht völlig aus. Ja, und deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Warum? Der Schweinekrustenbraten, der braucht seine Zeit im Ofen. Und deswegen, wie gesagt, legen wir los. Also, auf geht's. Viel Spaß. Ja, natürlich schön, wenn wir so ein richtig schönes Stück Schweineschulter haben. Dann schneiden wir natürlich die Schwarte so ein, dass wir natürlich super Scheiben nachher runterschneiden können. Trotzdem schneiden wir dann die Schwarte nochmal quer ein. So entstehen lauter kleine Vierecke. Ja, und weiter muss man gar nicht so tief einschneiden. Es reicht, wenn man natürlich kurz vor dem Fleisch aufhört und so das Fleisch nicht verletzt. Auch sollte man natürlich ein Fleisch kaufen, was natürlich schon eine ordentliche Schwarte hat. Im Verhältnis 2/3 Fleisch zu 1/3 Schwarte wäre genau richtig. Dann bereiten wir das Salzwasser vor. Wir nehmen 1 Liter Wasser und 120 Gramm Salz. Wir legen darin die Schweineschulter für 1 bis 2 Tage ein. Verbleibt die Schweineschulter mehr als 2 Tage im Salzwasser, dann reduzieren wir lieber den Salzgehalt im Salzwasser. Weil sonst wird nachher die Schweineschulter zu salzig. Das musste ich leider auch schon erfahren. Gut, nach der Lagerung holen wir sie aus dem Salzwasser heraus, trocknen sie und geben sie in eine Form. Am besten so eine kleine Auflaufform, wie ich sie habe. Ja, und ab damit in den Ofen für 120 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, in der Zeit, wo der Braten im Ofen ist, sind wir natürlich nicht untätig. Wir können Rotkraut vorbereiten, Kartoffelknödel oder auch schon die Sauce. Und für die Sauce bereite ich erstmal Gemüse vor. Weil das Gemüse ist nachher eine richtig gute Geschmacksbasis für die Sauce. Danach bereiten wir eine Pfanne vor, indem wir Butterschmalz hineingeben. Dann streuen wir noch Puderzucker rein und das lassen wir karamellisieren und geben 2 Esslöffel Tomatenmark mit hinzu. Das wird alles schön angeröstet. Danach geben wir dann das Gemüse hinzu und brutzeln das kurz mit an. Löschen das Ganze dann kurz danach mit Rotwein ab und füllen mit Brühe auf. Das Ganze lassen wir dann einfach für die restliche Zeit, bis der Braten fast fertig ist, köcheln. Zwischendurch schieben wir den Braten eine Stufe höher. Dann verschieben wir nämlich die Hitze mehr in Richtung Schwarte, sodass das Fleisch nicht so ausgemergelt wird. Weil wir wollen ja nachher trotz allem das Fleisch saftig haben. 10 Minuten vor Schluss nehmen wir dann den Braten heraus, geben diesen dann in eine extra Auflaufform und stellen das Ganze auf Oberhitze ein. Aber bei 230 bis 240 Grad Oberhitze für 10 Minuten, weil dann wird die Schwarte jetzt dann so richtig knusprig. Bei der alten Auflaufform entnehmen wir das Fett, das können wir nicht brauchen, und lösen dann die Bratenreste mit einem halben Glas Wasser. Weil das bringt nachher noch ein richtig großer Gewinn für den Geschmack in der Soße. Ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Wir sieben dann die Soße ab und holen den Braten aus dem Ofen, weil der soll sich dann noch mal ein bisschen entspannen. Ja, die Soße ist natürlich noch recht flüssig, aber wir können die jetzt noch ein bisschen von der Konsistenz her fertig oder fester machen, indem wir einfach ein bisschen Stärke verwenden. Also wir nehmen einfach eine extra Schüssel, geben dort ein bisschen Wasser rein, noch 1 bis 2 Esslöffel Stärke und rühren das an. Diese angerührte Stärke geben wir dann in die aufkochende Soße. Und somit wird dann die Soße natürlich dann sofort etwas sämiger. Sollten jetzt alle Zutaten fertig sein, können wir auftischen.
und uns auch 2 schöne Scheiben von diesem Schweinekrustenbraten abschneiden. Also als Beilage passt hier natürlich super dazu Kartoffelklöße und Rotkraut. Kartoffelklöße konnte ich organisieren, aber das Rotkraut, das hat leider nicht funktioniert. Aber nicht schlimm, das schmeckt auch so richtig gut. Was mich an diesem Rezept vom Schweinekrustenbraten so begeistert, ist diese Einfachheit. Hey, manche ziehen hier echt die Show ab und dabei geht doch das Ganze so richtig schön einfach. Kinderleicht. Das müsste hier jeder ohne Probleme hinkriegen. Und es kommt was richtig Leckeres dabei raus. Natürlich schmeckt ein Braten natürlich als Sandwich auch hervorragend. Aber ich habe hier so einen richtig schönen Teller voll mit Braten, Kartoffelklößen, einer super leckeren Sauce und jetzt anstatt Rotkraut habe ich halt gemischten Salat gemacht. Da bin ich immer so richtig happy. Die Kruste ist sowas von knusprig, das Fleisch ist saftig. Ja, genauso wie ich mir so einen Krustenbraten vorstelle. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ob es euch gefallen hat. Gebt mir doch einfach mal auch ein bisschen Feedback. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ich wünsche euch Gesundheit, bleibt am Ball. Tschüss, bis zum nächsten Mal.